Hallo und herzlich willkommen zurück zu C#. So, dieses Mal ein relativ kurzes Video zu Enums. Letztes Mal haben wir dieses Riesenvideo gemacht zu Listen und ja, diesmal machen wir was Kürzeres. Okay, Enums sind sozusagen einfach nur zum schöneren Code erzeugen, damit man es besser lesen kann und vielleicht auch besser warten, weniger Fehler produziert und alles. Deswegen sind sie eigentlich nicht ganz unbeliebt, aber auch nicht so wichtig. Man kann es gut anders regulieren. Das Keyword hier ist Enum und sagen wir einfach mal Enum Gefahr. Und dann sagen wir hier, okay, geschweifte Klammer. Und hinter der letzten geschweiften Klammer machen wir ein Semikolon. So, und hier kann man jetzt reinschreiben, was man gerne hätte. Zum Beispiel None für keine Gefahr, Low für ein bisschen Gefahr, Mid, High und Extreme. So, und diese 5 Gefahren, auf die kann ich jetzt in meinem normalen Quellcode zugreifen. Da kann ich einfach sagen, okay, ich kann sie benutzen wie ein Typ auch, also quasi wie eine eigene Klasse in der Klasse Gefahr G, ups, nicht GH, G, gleich Gefahr, Punkt, sagen wir einfach mal High, genau, halt, stopp, was tust du? Gefahr, Punkt, High. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann die Gefahren untereinander vergleichen, automatisch schon. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die hier definiert habe. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz angucken wollen, console.writeLine G und console.readKey. So, wenn ich mir das so angucke, dann steht hier zwar High, aber ich habe trotzdem solche Vergleichswerte hier definiert. Indem ich einfach zum Beispiel auf G. Mal gucke, habe ich hier nichts weiter irgendwie, aber es ist doch implizit definiert, das hier ist kleiner als Low und Low ist kleiner als Mid und Mid ist kleiner als High und High ist kleiner als Extreme. Das heißt, ich kann die einfach vergleichen, indem ich einfach sage, G kleine, Gefahr sind übrigens alles statische Typen, das heißt, ja genau, G kleiner, Gefahr.extreme, G ist Gefahr.high, Gefahr.extreme ist logischerweise größer und dann kommt hier True raus. Wohingegen, wenn ich sage, Mid, was offensichtlich kleiner ist als High, dann steht hier False. Das heißt, ich habe hier so ein Vergleichsdingens und kann mir das so ein bisschen angucken. Logischerweise kann ich auch ein Gleich machen. Kommt bei Gefahr.high wahrscheinlich am ehesten vor. Und deswegen eignen sich die Dinger super als Rückgabewert für irgendwelche Sachen, die halt so passieren. Und ja, sind wie gesagt eigentlich bloß syntaktischer Zucker. Man könnte auch hier also einfach Zahlen von 0 bis 5 definieren, um eine Gefahr zu definieren, um dann halt zu sagen, okay, Gefahr 0 bedeutet keine Gefahr, aber so steht es tatsächlich einfach schon da und man hat es einfach schon vorhanden. Das heißt, man kann besser einfach sich merken, was da gerade passiert ist. Ja, wie gesagt, diesmal wird es ein kurzes Video, das heißt, das war es auch schon wieder und ja, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. So ein paar Enums kennenzulernen, benutzt man eigentlich viel zu selten, werden aber in der Praxis echt oft benutzt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.